Guten Morgen, liebe Freunde des wunderbaren Formats hier bei Pro vs. Con, wo ich als Producer, hier deswegen Pro, hier so ein bisschen die Sachen analysiere, die hier abgehen musikalisch, und hier als Consumer, deswegen Con, nur noch mal zur Erklärung, wieder mal ein Spezialgast hier, Dana Rolle. Danke. Checkt sie auf jeden Fall ab. Sie ist unten auch verlinkt. Alles Instagram, YouTube und so weiter. Sie macht auch ein paar Videos in Sachen Fashion und Beauty. Ist sie da super unterwegs. Sie hat das sogar studiert. Noch dazu. Das ist ja auch schon mal ein guter Garant. Wir haben hier einiges vorgeschlagen bekommen. Wieder mal die letzten Tage und Wochen und Monate. Wobei, wir machen das noch nicht so lange. Wir sind jetzt gerade seit 3 Monaten erst am Start, aber... Stimmt, das kommt mir viel länger vor, weil es so viele Videos waren. Ja, es waren ja gerade am Anfang 4 Videos täglich, jetzt sind wir bei 2 und es ist trotzdem noch viel. Also wir machen viel mehr als viele andere. Naja, auf jeden Fall haben wir heute einen Song von... Lehigh mit No One. Und es ist aber ein Feature mit... B.I. of Icon. Genau. Und das, ich weiß nicht, wieso der Song so oft gewünscht wurde. Es hieß einfach, wir sollen ihn mal abchecken. Ich habe die vorher noch gar nichts von der gehört, bevor dieser neue Song rauskam. Von Lehigh habe ich auch noch nichts gehört. Die hatte ihr Debüt aber schon 2012. Oh. Und ist, glaube ich, auch unter YG. Also wie Blackpink. Okay. Und ja, Icon hattest du ja schon mal mit Kelly einen Song abgecheckt, aber zu Lehigh? Dann könnte es ja sein, wenn sie bei YG ist, dass Teddy Parker da vielleicht so einen Song geschrieben hat. Vielleicht, möglich, das weiß ich nicht. Mal sehen. Ja, und Icon, genau, hatten wir mit Kelly einen Song ja auch schon gemacht. Hören wir mal rein, oder? Yes. Ja. Frage. Da ist ja dieses Bum Bum Bum, das ist wieder so Marimba, Rambula, Marumba. Balimba, Balumba. Malimba. Nee, Marimba war schon richtig. Wobei das nicht Marimba ist, sondern ich glaube eher ein Kalimba. Kalimba, das meinte ich doch. Marumba, Balimba. Marumba, Salsa und alles da. Ja, sowas in die Richtung. Eigentlich wollte ich fragen, was das andere ist. Was andere? Das so drüber... Also für mich klingt das sowieso... Sounddesign? Ja, also für mich klingt das sowieso alles schon sehr synthetisch, muss ich sagen. Das, was da drüber ist, das klingt wie so ein Windspiel oder ein Glockenspiel, nennt man das. Diese Dinger, die so hängen und wo man dann so mit dem Finger oder mit einem Schlägel oder einem Stick durchstreicht. Und bei dem Windspiel ist es der Wind, genau. Sowas in der Art, wie so ein Glockenspiel. Ja, aber es ist sehr synthetisch auf jeden Fall. Okay. 같은 자리 같은 잠에 들겠지 이제는 누군가를 더 하고 싶어 모든 외로움 거두고 싶어 I don't wanna be alone anymore 똑똑 누구 없어 난 여기 있어 대답해줘 누구 없어 Das ist ein Fernglas und eine Handtasche zugleich wahrscheinlich. Und ein Herz. Und ein Herz. Ja, krass. Komplett was Unerwartetes. Bevor hier BI losstartet, schon mal vielleicht Kommentare. Ich? Ja. Was, da war sowas Orientalisches? Also jetzt gerade, ja. Also, ja, hätte auch ein Jason Derulo Song auf jeden Fall sein können. Echt?
Ja, da hat ja sowas auch immer drin. Stimmt. Oder Florida oder sowas. Stimmt. Was ist, war wobei, das, so wobei eine man sagen Flöte, muss, oder? ja, ist auch auf jeden Fall was Synthetisches, so Flötenartiges. Da haben ja aber auch also immer so diese Sommersongs, haben das ja auch immer gerne drin, die so aus den USA kommen, aber auch diese lateinamerikanischen und südamerikanischen Songs, wie von, weiß ich nicht, J Balvin und so weiter. Die haben ja sowas auch immer super, super gerne drin. Das ist halt das, was einen tanzen lässt, was die Clubnummern dann immer ausmachen. Was das, also hier auch gut bedient, weil da auch ein richtig schöner, fetter Subbass tatsächlich drin ist und die Kick auch so, dass es unten richtig schön Ramba-Zamba macht und das eben die unteren Chakren, sage ich mal, bewegt. Hui, die unteren Chakren. Ja, aber und damit dann auch gleichzeitig den Trieb zu tanzen und auch den sexuellen Trieb. Oh. Deswegen tanzt man gerne im Club mit Arschwacklern à la Twerk und auch Schritt an Schritt oder Schritt an Po und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft im Club. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Auf jeden Fall ist das hier genau der Fall. Ja, also, das ist ja wieder schöne runde Bass unten. Der ist auch vom Mixer ist ja relativ laut drin. Also es ist schon sehr klubbig hier, die Hook. 밤은 여전히 잠들기가 쉬워 머문 적도 없는 나의 님은 대체 어딜 그리도 급하게 가시오 누구 없소 대단히 별 볼일 없는 나의 하루하루엔 필요해 별일 어지러운 도시와 외로운 이 현실 속에서 날 데리고 도망가주오 몰래 누구 없소. Also ja, das erinnert mich schon sehr an so eine international Nummer, die auf jeden Fall im Club abgehen soll. Auch so soll. richtig fett und laut und... Schön laut, richtiger, cooler Rap-Part auch. Aber auch krasses Setting hier vom Video, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr cool. Cooles Outfit. Mit dem Plan. Ja, gut, das Outfit, das wäre jetzt nicht so meins, aber vor allem ein bisschen zu viel Glitzer dran. Aber hier mit dem Planeten, das sieht ja richtig geil aus. Oh, das sieht aus wie... Zuckerwatte. Ja, jein. Eine Mischung. Also, kennt ihr von Lush diese Bath Bombs? Aha. Die mit ein bisschen Zuckerwatte oder Spinnweben umhüllt. So ganz leicht. Lashbombs mit Spinnweben umhüllt. Also alte Lashbombs. Nee, Bathbomb von Achso, Lush. meine ich Bathbombs Ja. von Lush. So. Ja, also alte Bathbombs. Also was vielleicht interessant ist hier, also es sind schon sehr viele synthetische Sounds, die so aus dem Rechner kommen auf jeden Fall. Gerade wenn es hier anfängt, ist es so ein Bläser, so eine Trompete, sowas in die Richtung. Das ist Da war eine Sternschnuppe. Ja, wünsche was, ganz schnell. Und dann aber dazwischen immer diese typische Brass-Section-Hits, diese Bomb, Bomb. Und dazwischen Und dieses Trompete. Oder, ja. So Trompete. Ja, also, ja, wahrscheinlich eine Trompete. Da gibt es ja auch noch verschiedene, aber in der Bläsersektion Trompete oder Tröte. Tröten gibt es auch tatsächlich. Waldhorn könnten wir jetzt auch noch auspacken. Ja, gibt es auch. Ja. Das sind diese rund. Naja. Auf jeden Fall sowas und dann eben diese richtige Brass-Section, die auch so richtig cool dann nochmal so dieses epische untenrum geben soll. Wumms. Ja. Ne, hier dann auch selektiv dann gedoppelt und mehrstimmig dann auf die Vocals. 같은 거리 같은 달빛 속에서 똑같은 자리 같은 잠에 들겠지 이제는 누군가를 더 하고 싶어 모든 외로움 거두고 싶어 I don't want Es ist halt wieder die Percussion eigentlich, die hier im Pre-Chorus so diese Einleitung wieder macht, dass langsam wieder Tempo reinkommt und ankündigt, dass da was passieren soll und die Hook dann gleich kommt. Wenn man genau hinhört, sind es dann so Claps, die da vor allen Dingen so ein bisschen schneller werden, den Rhythmus so ein bisschen so nach vorne dann treiben. 더 하고 싶어 모든 외로움 거두고 싶어 I don't wanna be alone anymore 똑똑 누구 없어 Ne, klassisch dann vorne vor dem Drop dann alles nochmal kurz liegen lassen, alles rausnehmen an Instrumenten.
vielleicht dem Sänger, Sängerin dann eben nochmal hier in Vorteil lassen, dass er da alleine sitzen und stehen darf. Und das hat sie auch hier bekommen und dann bam, in die Hook. Übrigens ist das auch schon Mehrstimme. Ja, man hört auch so eine tiefere Bassstimme, die bestimmt synthetisch angelegt wurde, also getuned nach unten, die Hauptstimme wahrscheinlich, die man hier drunter auch hört. Ne, das ist nicht nur ihre Stimme, also das ist schon angedickt. Noch zusätzlich mit, also nicht nur ein Ton, sondern wirklich auch nochmal drunter. Auch das nur ab so, oder ne, was auch immer sie da gerade singt. Ich kann das ja nicht aus dem Untertitel übersetzen ins Koreanische. Auf jeden Fall ist das auch gedoppelt. Also das ist dann, damit es eben so richtig refrainmäßig aufgeht, auch schön auf rechts und links verteilt, extra aufgenommen, jeweils partweise und dann auch die Mainstimme in der Mitte trotzdem noch. Und gerade dieses Bild sieht sehr schräg aus, weil die Kontaktlinse wahrscheinlich so ein bisschen schräg drin hängt. Sind das ihre echten Augen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Das sieht so ein bisschen verdreht aus. Als ob es in eine andere Richtung geht. Aber ich finde ihr Gesicht sehr schön. Ja, das stimmt. Wirklich nicht mal, dass man sagt, okay, die ist hübsch, sondern schön, wirklich schön. Hast du auch in der Szene hier davor... sind sie braun und hier sind sie dann so grünlich. Also werden schon Kontaktlinsen. Oh ja. In der Szene davor mit dem roten Kleid, als sie die roten Lippen hatte, sind ihre Augen ja auch ganz dezent. Aber wenn du in die ganz genau an den Wimpernkranz guckst, haben die da mit rotem Lidschatten fast so eine Linie wie ein Eyeliner halt gezogen, aber ganz fein und fast transparent mit einem Lidschatten halt nur. Krass. Sau krass. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich aber nicht drauf geachtet. Ist ein krasses Detail, hast du schnell gesehen hier. Aber hier ist unten ja aber auch nochmal wie so ein Wing oder was. Ne? Ja. Oder ist das ein Schatten? Nee. Ich glaube, das ist hingemalt. Ich bin mir nicht sicher. Auf dem anderen Auge sieht man es nicht. Oh, das ist doch ein Schatten. Ja. Weil das ist echt interessant, weil das obere Lid ist eigentlich komplett frei, nur so ganz bisschen Schimmer. Aber dann der untere Wimpernkranz hat so eine richtige Schimmerlinie. Das ist schimmriger als das obere. Und dann oben außen zum Winkel hin nur dieser rote Lidschattenstrich. Das ist echt cool. Muss ich mal ausprobieren. Aber ich hätte Angst, dass es dann aussieht, als hätte man so eine Augenentzündung. Ja, kannst du ja mal ausprobieren. Das wäre wirklich interessant. Vielleicht auch ein interessantes Projekt für einer deiner Videos auf YouTube hier. Das schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch gerne sehen wollen würdet, dass Dana das mal ausprobiert, aber das ist wirklich ein interessantes Make-up scheinbar. Finde ich ganz cool. Ich kenne mich ja nicht aus. Ist zwar simpel, aber trotzdem... Ja, dachte ich jetzt auch, es ist simpel, aber ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie so gesehen. Nicht, dass ich es wüsste. Cool, okay, weiter. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr. Geheime Tür, siehst du? Lustig hier, dieses Ü. Auch so ein Vocal-Job. Aus einer Stimme auf jeden Fall. Ja, genau. Krass, das ist mal ein ganz anderer C-Part, der nicht ruhig wird und abklingt, sondern der haut da richtig auf die Kacke. Also wirklich mit der Brass-Section jedes Mal auch schön auf die Becken gehauen beim Drumset. Das ist richtig dung, dung, dung. Noch mit dem Es wird so richtig breit und offen und, und groß vor allen Dingen. Ja. Das ist genau das, was sie hier... Wow. Aber das sind immer die Kontaktlinsen, die so ein bisschen... Oder? Hat die so Augen? Nein, die hat doch nicht so Augen. Nee, die kann nicht so Augen haben. Also,
wenn du da richtig drauf guckst, ne, dich so drauf fokussierst, dann ist es echt ein bisschen creepy, weil dann kriegt sie so crazy eyes. Oder die haben das extra gemacht, weil die auch diese Katzenthematik im Video haben. Ja, wofür steht diese Katzenthematik? Und der Mond war ja auch ein bisschen, aber vor allem die Katzen. Vielleicht wird sie selber jetzt am Ende des Videos zur Katze. Gucken wir mal weiter. Siehst du? Süßes Kleid. Told ya. Wieso? Das werden die Zuschauer uns sehr gut aufklären können in den Kommentaren. Ihre neue EP heißt 24 Grad Celsius. Cooler Name. Warum? Weiß nicht, irgendwie finde ich das cool. Spricht mich an. Hier ist einiges noch los in der letzten Hook tatsächlich, was mir vorher nicht aufgefallen ist, dass da wirklich auch so Vocal-Sachen benutzt wurden, die dann so, ja, wie ein Instrument dann eingebaut wurden. Also sie sind super weit nach außen gemischt jeweils. So ein irgendwie sowas wie so ein also ich weiß nicht, ob sie da genau einen Text singt, aber für mich hört sich das so gerade an. Genau, das ist die Melodie, aber das ist auf jeden Fall mit einer Stimme gemacht worden und dann eben so, ja, moduliert und bearbeitet, dass das zum Beat dann noch hinzugefügt wurde, aber sich dann nicht überschneidet mit der Gesangslinie oder Gesangsstimme der Vocals, weil das eben so super weit nach außen gemischt wurde. Und das Hast du das gehört? mit meinen Ohren. Nein. Mit meinen Kopfhörern, die unten verlinkt sind, mit einem kleinen Referral-Link zu Amazon, nur so als Tipp. Das sind die Referenzkopfhörer, die weltweit benutzt werden in allen Tonstudios und lohnt sich vor allen Dingen, um genauso gut zu hören wie ich. Das ist nämlich der einzige Trick. Ich bin gar kein Produzent. Aber wie... Ja. Ja, Auf jeden Fall, man soll aber auf jeden Fall Kopfhörer aufhaben, ne, wenn man die Videos hier guckt. Das müssen nicht diese Kopfhörer sein, aber es ist immer von Vorteil, wenn es welche sind, die so, sage ich mal, ein relativ lineares Bild vielleicht noch darstellen. Es könnte aber für den einen oder anderen, also für mich ist es normal, jetzt so Musik zu hören, aber ich frage mich dann, ob für den normalen Konsumenten das vielleicht langweilig klingt. Echt? Wieso? Weil manche Kopfhörer mehr basslastig sind oder andere höhenlastiger oder wie? Ja, also bei Hi-Fi oder Hi-Fi-Kopfhörern ist es eben so angedacht, dass die Musik besonders schön wiedergeben und da dann eben einen Charakter draufsetzen. Und das machen die meistens eben dadurch, dass die im Frequenzband bestimmte Frequenzen besonders betonen oder weglassen. Und bei Hi-Fi ist es meistens so, dass dann vor allen Dingen die Höhen dann immer so ein bisschen angehoben sind und die Bässe. Wenn du jetzt zum Beispiel Kopfhörer von Beats hast, die sind bekannt dafür, dass die vor allen Dingen in den Bässen immer sehr stark ausgeprägt sind. Ob das jetzt irgendwie über Software oder über die Hardware selber schon so erreicht wird, ist dann auch nochmal ein Unterschied in der Klangqualität. Aber da gibt es schon wirklich immer sehr krasse Unterschiede und zusätzlich dann auch noch Kopfhörer können auch eingeschränkt sein in dem, was sie überhaupt darstellen können an Frequenzen, dass sie dann eingeschränkt sind, dass sie dann vielleicht irgendwie nur ab, keine Ahnung, 80 Hertz aufwärts bis, keine Ahnung, 14.000 Hertz oder sowas. Das reicht schon, um alles zu hören an der Musik, aber wenn man natürlich tiefer geht, kriegt man nochmal tiefere Bässe, also tatsächlich die ganzen Bässe und die
Subbässe, diese ganzen 808 tieffrequenten Basslinien, die ja heutzutage sehr, sehr viel benutzt werden, die sind halt meistens immer so um 30, 40 Hertz rum, vielleicht 50 Hertz noch so um den Dreh. Es kommt eben darauf an, auf welchem Ton man spielt, das ist ja davon auch nochmal abhängig, aber ja, das ist, da gibt es schon Unterschiede. Und definitiv. mit denen hört man so ziemlich alles? Ja, die sind, genau, mit denen hört man alles. Ich meine, die fangen bei, lass mich nicht lügen, 25 Hertz, glaube ich, an. Oh, ich habe es schon wieder vergessen. 25 Hertz, also tiefer als das menschliche Ohr eigentlich noch wirklich hören kann. Und gehen, meine ich, bis 30.000 Hertz hoch. Und das ist auch viel höher, als das menschliche Ohr hören kann. Das hat aber den Grund, dass man einfach, Treiber reinbaut, also Lautsprecher, sage ich mal, reinbaut, die einfach besser darstellen können, also die Idee, warum sie besser darstellen können sollen oder breiter als man hört, ist einfach, weil sie dann die anderen, die man hört, vielleicht auch schon dann besser darstellen und so. Das, keine Ahnung, wird dann auch viel zu technisch. Ich bin kein Kopfhörerbauer, aber es gibt da halt vor allen Dingen dann eben die Qualitätsunterschiede. Genau. Da die Qualitätsunterschiede, warum man doch gucken sollte, was für Kopfhörer man da eben nutzt. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und diese sind ziemlich linear. Es sind nicht die linearsten Kopfhörer, die es gibt auf der Welt. Da muss man aber auch sagen, es macht nicht zu 100% Sinn, die zu haben, aber es sind einfach Referenzkopfhörer. Man weiß, wenn hier auf diesen Kopfhörern Dinge auffallen, negativ oder positiv, dann ist das auch gut so, also gut dargestellt. Dann ist es wahrscheinlich auf anderen Anlagen dann eben genauso. Ja, das zu den Kopfhörern. Schöne Nummer. Erinnert mich echt an so einen internationalen Sommerhit aller irgendeine weibliche Künstlerin und irgendein männlicher Künstler, Rapper. J Balvin und Anita. Genau. Nur, Oder was war aktuell? Major Lazer und Anita. Ja, nur weniger sexy halt. Weil wenn Anita im Video ist, dann ist vorbei. Ja, das ist ja was anderes nochmal. Das ist ja... Okay, ja, sehr coole Nummer. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und ansonsten Glöckchen an für den Ehrenmann. Ihr wisst Bescheid und alles andere checkt ihr unten in der Infobox ab, denn da ist auch Dana verlinkt, wie gesagt, mit YouTube und Instagram. Und nicht vergessen, wirklich, wir schaffen es diesen Monat noch, die 50.000 zu knacken. Ich gucke gerade nach rechts auf die Uhr. Wir sind bei 47.000 irgendwas ein halbes oder so. Ich sehe es nicht, weil er gerade auf Instagram steht. Da, 47.871. Hey! Okay. Es wird eine knappe Geschichte, knappes Rennen. Also es liegt wirklich an euch. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir haben so viel in so kurzer Zeit geschafft. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video.